Hallo zu einem neuen Video. In diesem Film soll es um Köderbeschichtung mit Folien gehen. Hier ist ein kleiner Zocker, der mit Aluminiumtape beschichtet ist, wo ich dann ein bisschen Muster reingeritzt habe. Das sieht immer ganz gut aus. Wie man Aluminiumtape verarbeitet, werde ich in diesem Film ausführlich zeigen und die verschiedensten Varianten werden zu sehen sein. Es gibt aber auch Kauftapes und das beste fertige Tape, was ich kenne, ist das 3D Ultralure Tape von Mica Solutions. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Das Zeug ist wirklich hauchdünn, haftet klasse und lässt sich astrein in Form bringen. Da kann man also wirklich alles mit beschichten. Weil es so viele verschiedene Varianten gibt, muss man sich das von hinten so ein bisschen beschriften, weil sonst kann man nicht mehr erkennen, was es mal gewesen ist. Das W steht hier für weiß und das TRA für transparent. Das Anzeichnen auf der Rückseite der Tapes, das wird sich immer wiederholen bei jedem Tape, was ich verwende. Deswegen werde ich den Schritt auch nicht jedes Mal zeigen. Jedes Tape muss angezeichnet und danach ausgeschnitten werden, wobei man glatte Seiten genau anzeichnet und die runden Seiten, wo Krümmungen sind, so wie bei dem Pilger, den ich hier beschichte, da muss man das ein bisschen breiter anzeichnen, damit sich die Rundung dann auch wegarbeitet nachher und man keinen weißen Rand behält. Ich ziehe das Tape immer erst halb ab, dann passe ich das einigermaßen auf und klebe es dann an, versuche dann schon mal die Richtung mit der noch nicht abgezogenen Seite ein bisschen vorzugeben, dann kann man das eigentlich immer ziemlich gut aufkleben. Hier kann man sehr schön sehen, wie fein man mit diesem Ultralure Tape arbeiten kann. Das dehnt sich einigermaßen, das klebt gut und das passt sich dem Köder auch in Rundungen sehr gut an. Das ist ein hervorragendes Tape zum Gestalten auch runder Flächen. Ein sehr schönes glänzendes Schuppenmuster ist entstanden, ohne Blasen dahinter, und das klebt auch wirklich gut. Hier mal der Unterschied zu einem herkömmlichen Tape. Das ist also viel steifer. Das kann man natürlich auch verarbeiten. Ich mache das hier auf der glatten Seite meines Pilgers, weil nur da wird es halten. Wenn ich mit diesem Tape versuche, in Rundungen zu arbeiten, dann wird es mir an den Kanten hochstehen und nicht richtig kleben. Auf einer glatten Fläche lässt sich dieses holographische Tape allerdings sehr gut aufbringen. Das gibt einen wirklich schönen Effekt. Diese Holographie-Tapes, die sehen gerade auf glatten, geraden Flächen wirklich klasse aus. Beim Ankleben muss man dann eigentlich nur darauf achten, dass nichts über die Kanten hinweg steht. Sonst muss man halt nochmal ein Cuttermesser nehmen und ein wenig nacharbeiten. Die andere Seite dieses Pilgers werde ich dann wieder mit der flexiblen Folie von Mica Solutions bekleben. Hier habe ich eine Folie mit weißem Hintergrund gewählt. Die lässt mir nachher die Möglichkeit, mit der Airbrush-Pistole noch ein bisschen Farbe aufzubringen. Das sieht auch sehr schön aus. Es gibt ja transparente Lacke und da kommt das Schuppenmuster dann wirklich auch noch klasse durch.
Auch die Folie mit dem weißen Hintergrund lässt sich schön glatt und blasenfrei auftragen. Die klebt hervorragend und auch die Rundungen sehen sehr schön aus. Auf dem weißen Hintergrund wirken transparente Lacke immer sehr schön. Das glänzende Schuppenmuster wird man trotzdem durch den Lack durch erkennen können. Um der Folie den letzten Schliff zu verpassen und sie noch besser haften zu lassen, mache ich sie dann immer mit dem Föhn ein wenig warm und streiche das Ganze nochmal ein bisschen nach. So verschwindet wirklich fast jede Unebenheit. Nur die Unebenheiten, die im Köder selbst waren, sind durch die Folie durch dann noch zu sehen. Wer sich jetzt keine Folien kaufen möchte, für den gibt das die Möglichkeit, mit Aluminiumtape zu arbeiten. Aluminiumtape klebt ebenfalls klasse, man kann das in Rundungen arbeiten und das Schöne ist, die Oberfläche von Aluminiumtape kann man auf die verschiedensten Weisen verändern. Hier werde ich die Oberfläche mit einem Locheisen verändern. Das Locheisen hat eine raue Oberfläche, damit es schön griffig ist beim Arbeiten. Und diese raue Oberfläche, die kann man ganz hervorragend in dieses Aluminiumtape reindrücken. Ich habe jetzt hier eine weiche Silikonunterlage gewählt und mit viel Druck meiner Finger rolle ich jetzt die raue Strukturseite des Locheisens über das Aluminiumtape. Hier sieht man jetzt die veränderte Oberfläche. Dadurch entstehen deutlich mehr Reflexionen, wie wenn das nur glatt ist. Hier nochmal die Silikonunterlage. Aufgeklebt sieht es dann so aus. Einen ähnlichen Effekt wie mit dem Locheisen kann man auch mit einer ganz normalen Eisenfeile erreichen. Hier lege ich die Folie drauf und von hinten drücke ich dann reibend mit einem festen Gegenstand auf die Folie und so prägt sich dann die Struktur der Feile in unsere Folie ein. Wenn man die Folie danach noch ein wenig versetzt, dann hat man diese Struktur sogar ein klein wenig kreuzförmig drauf. Wenn es fertig ist, sieht man, dass auch die Struktur der Feile später für schöne Lichtreflexe sorgen wird. Wenn man diese Folien mit diesen Prägungen auf seine Kunstköder aufklebt, dann sollte man das ein bisschen vorsichtig machen. Also mit dem runden Gegenstand nicht zu viel Druck ausüben beim Glätten, weil man schafft es tatsächlich, wenn man wirklich mit viel Druck darauf rumarbeitet, dass man da wieder Struktur verliert. Und jetzt wird es ein wenig zeitaufwendiger. Dieses Stück Kunststoff habe ich mir mit einem Locheisen hingearbeitet. Hier habe ich einen stumpfen Nagel, damit ich mir die Folien nicht kaputt kratze. Mit diesem stumpfen Nagel werde ich jetzt sehr vorsichtig ein Schuppenmuster auf meine Folie ritzen. Wenn man die erste Reihe heruntergeritzt hat, dann muss man das Stück Plastik auf der Folie so versetzen, dass die Spitzen der Lochung genau auf den Rundungen wieder zu liegen kommen. Und dann fängt man wieder von vorne an und ritzt eine Reihe runter.
Dieser Vorgang wiederholt sich jetzt, bis man am Ende der Folie angekommen ist. Das ist natürlich ein wenig zeitaufwendig, gibt aber einen ganz tollen Schuppeneffekt. Und jetzt Achtung beim Anzeichnen, denn wie bei einem richtigen Fisch wollen wir ja, dass die Schuppen mit den Rundungen hin zum Schwanzende aufgezeichnet werden und nicht nachher falsch rum aufgeklebt sind. Das sieht doof aus. So ist auch ohne gekaufte Folie ein einigermaßen gutes Schuppenmuster entstanden. Da kann man mitarbeiten. Als nächstes zeige ich, wie man diese Aluminiumfolie, dieses Aluminiumtape mit einem Metallnetzgewebe verändert. Achtung, kaputte Stellen beachten. Auf dieses Netzgewebe legt man das Aluminiumtape drauf und dann drückt man wieder mit einem festen Gegenstand von oben drauf. Dieses Netzgewebe prägt sich dann ebenfalls in das Aluminiumtape ein und auch so erreicht man eine Struktur. Hier sieht man jetzt schon einen kleinen Zocker, wo das so aufgeklebt ist. Das hier ist eine Airbrush-Schablone zum Lackieren von Fischschuppen. Wenn man die zweckentfremdet, dann kann man damit wirklich ganz tolle Fischschuppen auf ein Stück Aluminiumfolie prägen. Erst mit den Fingern und dann mit einem festen Gegenstand kann man die Folie hervorragend draufdrücken. Danach muss man darauf achten, wenn man die Folie versetzt, dass man das Muster beibehält. Und danach kann man dann das letzte Stück Folie fertig drücken. Das gibt einen ganz tollen Effekt. Das schöne Muster kommt auf einem so kleinen Pilger natürlich nicht richtig zur Geltung, aber jetzt stellt man sich mal dieses tolle Schuppenkleid auf einem großen Jerkbait oder auf einem Wobbler vor, wie hervorragend das aussehen würde. Selbst auf dem kleinen Pilger gibt das einen ganz tollen Schuppeneffekt. Nicht jeder hat eine Airbrush-Schablone mit Schuppenmustern, deswegen werde ich später nochmal eine andere Möglichkeit zeigen, wie man sich ein tolles Schuppenmuster herstellen kann. Das mache ich dann mit einem Netzgewebe aus Kunststoff. Vorher werde ich aber nochmal die wirklich aufwendigste Art und Weise zeigen, wie man sich einen Pilger gestalten kann. Die Eigenschaft der Aluminiumfolie, sich dem Untergrund anzupassen, werde ich bei dieser Methode hier ausnutzen. Als erstes zeichne ich mir auf einem Stück Papier auf, wie mein Pilger später aussehen soll. Ein Auge, Kiemen und eine Seitenlinie soll zu sehen sein und ganz am Ende werde ich dann auch noch ein bisschen Muster auf die Folie bringen. Wenn die Zeichnung fertig ist, übertrage ich das Ganze auf meinen Pilger. Einen Gehörschutz aufsetzen, jetzt wird es laut. Einem schnell drehenden Multifunktionswerkzeug und einem kleinen Fräser fräse ich mir das, was ich vorher auf den Pilger aufgezeichnet habe, heraus. Dazu sollte man unbedingt eine Atemschutzmaske tragen, weil das feine Blei, was hier durch die Gegend fliegt, ist wirklich ungesund. Ja, sogar hochgradig giftig. Die Augen habe ich dann mit einer Akkubohrmaschine etwas ausgebohrt.
Wenn das fertig ist, kann man das Aluminiumtape auftragen. Das reibt man richtig schön fest darauf. Die Konturen und Linien, die man reingefräst hat, kann man jetzt zum Beispiel mit dem Fingernagel oder mit nicht zu spitzen Gegenständen so ein bisschen nachdrücken. Die Folie, die passt sich hervorragend an und alle Konturen, die man unten reingefräst hat, die kriegt man auch oben in die Folie reingedrückt. Als nächstes ritze ich mir mit einem stumpfen Messer mein gewünschtes Muster in die Folie ein. Hier sieht man jetzt, dass alle Konturen in der Folie zu erkennen sind. Da wo die Augenlöcher jetzt sind, da werde ich dann irgendwann nochmal ein paar 3D-Augen einsetzen. Das war ziemlich aufwendig und jetzt zeige ich nochmal, wie vorher angekündigt, dass man sich mit einem Kunststoffnetzgewebe, das man sich auf seinen Arbeitstisch einfach aufklebt, ein ganz tolles Schuppenmuster auf seine Folie prägen kann. Hier verwende ich ein ganz normales Zwiebelnetz. Durchgedrückt sieht das ganz toll aus und das stellt man sich jetzt auf einem Jack oder Wobbler vor. Auch auf dem kleinen Zocker sieht das sehr gleichmäßig aus. Jetzt zeige ich, wie man mit transparenter Folie und einem farbigen Hintergrund arbeitet. Als Hintergrund kann man eine farbige Folie verwenden. Danach schneidet man sich die transparente Folie passend aus. Jetzt wird die transparente Folie auf die Farbe geklebt und man erhält ein tolles Schuppenmuster auf einem farbigen Hintergrund. Zu groß abgeschnittene Kanten kann man mit einer Cuttermesserklinge hervorragend abschneiden. Wenn man keine farbige Folie hat, dann kann man natürlich einfach einen Eddingstift nehmen, einen wasserfesten und das Ganze damit anmalen. Damit man zügig weiterarbeiten kann, sollte man die noch feuchte Farbe einmal abtupfen. Und jetzt wie auf der Folienseite die transparente Schuppenfolie aufbringen. Und fertig ist ein ganz hervorragender, bunter Schuppenpilker. Was jetzt auf den Pilkern und Zockern noch fehlt, das sind ein paar Augen. Das kann man auch einfach machen. Hier nehme ich einfach ein Bürolocher, stanze mir damit ein paar runde Augen aus, ziehe sie von der Tragefolie ab und dann klebe ich sie schön auf die Pilker auf. Danach nehme ich mir einen Tropfen schwarzen Farbe auf eine Folie rauf und mit dem Nagelkopf eines kleinen Nagels kann ich dann ganz hervorragend ein paar Pupillen auf die Augen aufbringen. Das sieht ganz brauchbar aus und mit relativ wenig Aufwand hat man sich dann ziemlich schnell ein paar vernünftige Augen auf seine Pilker und Zocker gebastelt. Alle Pilker und Zocker, die jetzt hier zu sehen sind, die könnte man so angeln. Man müsste sie nur noch mit Epoxidharz beschichten, damit die Folie geschützt ist. Das werde ich hier aber nicht zeigen, denn dieser Film sollte nur zeigen, wie man
Köder mit Folien verschönern kann. In einem weiteren Video werde ich zeigen, wie man diese Zocker, die jetzt hier liegen, und diese Pilger mit Farbe noch viel, viel schöner macht. Erst nach dem Lackieren kommen dann Augen und Beschichtung drauf. Das waren jetzt einige Möglichkeiten, um seine Kunstköder mit Folien zu verändern oder sogar die Folien selber zu verändern. Ich hoffe, einigen von euch hat mein Video zur Foliengestaltung gefallen. Wenn das so ist, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.